Oh, es ist so kalt in New Orleans. Ich brauche dringend einen Grog, um mich aufzuwärmen. Um die Kälte von Moriarty zu überwinden. Ich kann nicht aufhören damit. Ich muss ganz kurz gucken, ob wir hier zufälligerweise einen Brunnen haben. Das Pferd braucht dringend Wasser. Hi, hier ist Max und willkommen zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ich bin ein albern gedresster Dr. Watson als Frank Barnaby und wir werden an einer Auktion teilnehmen, um rauszufinden. Right you are, shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jump. Um rauszufinden, I'm in a rush. Come on. wer in Kontakt mit Black Edelweiss stand und der ganzen Sippe geholfen hat, diese armen Seelen zu transportieren. Black Opal Origin Australia. 40 Karat, rarest stone. They're so black, it's like they absorb light. Believed to be von einem Meteoriten. Oder Teil eines Meteorits. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Ja. Please wait a moment. Das ist quasi das gleiche. 1000-mal dasselbe. Und dann sieh dich erstmal um. Ah, Namen. Andreas Larsson, Luke Bukowski. Dominic Summer. This might be useful, I'll make a note. Ah ja, das heißt, wir brauchen einen A. Arneson, Armitage, Atkinson. Das könnten die drei sein, die A sind. Brauchen aber noch mehr Hinweise. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Them details. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. Ja, wenn du rausgeschmissen werden willst, machst du genau das. I can assure you, these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Die Brille Didn't think you'd sober ist up das for the Coolste, was ich je gesehen An habe. hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha. What have you done with the real Barnaby? Diesmal bin ich aber nicht schuld, dass es nicht geklappt hat. Maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Nein, das ist halt ein Problem, wenn man in so einem kleinen Drecks-Scheißladen wie das hier dargestellte New Orleans behauptet, ein anderer zu sein. Large wool hat oversized. Ah, he's the sheriff. Sheriff Grubb. Position of power. Golden Revolver Champion. Proud or poser. Luxurious textile. Cares for appearance. Polished nails. Fashionable or hates getting dirty. Fashionable Menace.
As a remorseless and highly powerful individual in the local community. Ja, natürlich. Das wäre für mich das Praktischere, wenn er ein Poser ist, der eigentlich nichts zu bieten hat. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. Was ich nicht I'm verstehe afraid ist, I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yet. hat er jetzt erkannt, dass ich nicht Frank Assault, Barnaby battery, bin? disorderly conduct, that's serious stuff. You Oder got spielt er off jetzt easy, quasi but if mit? you don't pay up, things get a whole Weil entweder er lot kennt mich worse. oder er kennt mich nicht. Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. Ja, okay, er spielt mit. Gut. Fraud. Impersonation? That's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, Also wir müssen ihn jetzt quasi ausbezahlen für sein Here's Schweigen. all I have. Hier hast du 20 englische Pfund. mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Oder er weiß aber dann schon sehr viel mehr. Oder? Er weiß tatsächlich, wer ich bin. Warum? Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? Ja, Auction will close in 30 minutes. I believe we now have offers on every gem. ja, ich möchte gern bieten. Okay, sind wir dann durch hier? Okay, gut. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Ah, deswegen kann ich mich hier auch nicht umziehen. Weil die Story nicht will, dass ich mich umziehe. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where am I? Gut, das war halt doch einfach eine dumme Idee. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man Scheint charged nicht skaters wahnsinnig just in schwer case zu someone sein. crosses him. John who? Watson, Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you've be a John Doe. Ja, alas, I think John Doe ist, es gibt Schlechteres als John Doe zu sein. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana. Ja, genau, da wollte ich doch hin. Is that sounds like? Why are you helping? Genau, das ist what it sounds Well, like. let's Ich brauche just was say zu you ain't trinken. the only one who's had run-ins with the sheriff. Ich mag vor allem diese Nothing Else Matters Style Gitarre. Bum 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 bim 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 bim. Beep beep bididi. Das war jetzt ein seltsamer Sprung. Er wollte wohl nicht, dass ich weiter als John Watson spiele. Oh, ich höre einen Hund. Hier ist ein Hund. Ah, 2 Hunde. Okay, ja. Tocqueville, Lafayette. Tocqueville und Lafayette. Das ist geil.
Them two don't take kindly to gents, especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Der Trip to the Bayou Word has finde ich it, nicht you know schlecht. everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Nothing. Here, I hear everything. This time I tell you for free. Next time you pay. Ich habe leider Thank nichts, you. womit ich bezahlen May have kann. been 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Ah, okay. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. A bottle of you know what. Ja. Was möchtest du denn haben? Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is good. Ja, ja, okay. Aber wir haben doch jetzt French Quarter, also Arneson ist derjenige welcher. Das heißt, das hier und Loose, nee, oh, genau, das hier und genau, und das hier. Warm! Wenn es gleich klappt, ist schon irgendwie ganz nice. Most likely the jewel seller who stands behind the A in the telegram from the Edelweiss Institute is A. Arneson from the French Quarter. They're fast. Du, warum denn die Eile jetzt? The New World, French Quarter. Okay, das ist ein gewaltiges Gebäude. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Das ist aber der Schuppen, das heißt, das hier ist das eigentliche Gebäude. Lord, Ah ja, help okay. me. Lord help me what? Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson. in that Ah, mansion. verschwundene Leute. Langsam kommt das Thema wieder Days zurück. now since I Sehr last gut. heard from him. Come now, why all the tears? Cause, Something happened to Davy. I feel ich wollte like gerade sagen, ja, nothing's- es sind immer You think he may have left the premises? verschwunden. No, Scheiß sir. drauf. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Ah, okay, Not a das. word. He's pure and kind. Fear not, we will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. And where is Please hurry, this sir. usual Find spot? him for me. Okay, also es muss dringend sein, wenn sie mich bittet, quasi bei ihrem Chef einzudringen. Chapter 5. The Horror at the Door. Das klingt ein bisschen albern. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt ein ganzes Kapitel in einem Haus haben. Das passt eigentlich. Denn diese, No way in. Please, Lord, protect my ja. brother. Denn diese Städte sind ganz nett. Aber sie sind eigentlich nur auch ein albernes Set-Dressing. Weil sie haben so viel Zeit reingesteckt in diese New Orleans Mini-Stadt. Aber man macht da drin fast gar nichts. Also ist die Frage, ob diese Hubworld da tatsächlich so sinnvoll ist. Am Anfang war es ja noch ganz witzig. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes, books, tea. Aber ich fände es tatsächlich cooler, wirklich kleinere Gebiete zu haben, wo man aber wirklich viel machen und rausfinden kann. Ja. Okay, also hier geht viel ab. So quiet. Yet I doubt there was peace around here.
Das ist quasi der übliche Platz. Ne? Aber hier ist es nicht. Schauen wir mal. Doch sicherlich noch mehr Möglichkeiten. Hey Pferd. Weißt du, wie ich hier reinkomme? Das Pferd weiß nicht Bescheid. Hm? Da, nein. Das ist nur... Ah, guck mal hier. Chipped Edge. Ha! Völlig unauffällig. This must be the key to the stables. Gut. Could we be walking into a trap? Nein, das ist ja noch nie passiert, dass wir in eine Falle gelaufen sind. Mr. Arneson's cab is still here. Denn wir sind ja immer die Vorsicht in Person. Poor animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Komm, dann gib ihm doch Wasser. Das ist wieder so eine... Cayenne pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. Kein Pferd. So quiet. Yet I doubt there Möchtest was du peace among them. Cayennepfeffer? Suffering for days. Gib ihm doch Wasser. Wasser. Schwierig. Ich sag ihr Bescheid. Lady. Miss? Kannst du dich um das Sir, Pferd something kümmern? bad's happened. I can feel scheiß it. drauf. Ich brauche dringend einen Grog, um mich aufzuwärmen. Um die Kälte von Moriarty zu überwinden. Ich kann nicht aufhören damit. Ich muss ganz kurz gucken, ob wir hier zufälligerweise einen Brunnen haben. Das Pferd braucht dringend Wasser. Oh, der hat einen eigenen Anleger in die Bayous. Das ist jetzt halt tatsächlich hier The Colonel's Bequest Style. Ich hoffe, dass das Kapitel wirklich schön ausführlich ist. Aha. A scrap of silk, soft and elegant. Ich muss den Colonel's Bequest Gag machen. Oh no! Ich weiß, ist Conquest of the Longbow, aber ich konnte es nicht sein lassen. Aber im Ernst, ja, ich weiß, es steht in den Hilfe-Bildschirmen, dass Sherlock Angst vor Wasser hat und deswegen untergeht. Ist ja nett, dass sie eine Erklärung dafür bringen, warum er quasi absäuft, aber hätten sie dem nicht wenigstens eine Art Animation spendieren können? Also, wenn sie es schon machen, dass ich in das Wasser reinlatschen kann, hätten sie nicht wenigstens so einen Splash-Soundeffekt noch machen können? Mit so einem irgendwie, irgendwas. Wäre das eine Option gewesen? Hinten. Guck mal hier. Oh, auf der Veranda sitzen. Auch eine schöne Sache. There's blood here. Schleifspuren. Irgendjemand wurde geschleift. Ne? Do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Ups. Watson, would you please lend me your medical expertise? She I'll did. do my best. Hä, wo? Holmes? Ah, da bist du.
Warum bin ich denn jetzt plötzlich Watson? Wird's nicht weißt du, sonst Sherlock Holmes guckt sich sonst jeden Scheißdreck an und deduziert nach 1-2 Sekunden, welche Medikamente mit irgendwas gemacht werden können. Alles, ja? Und jetzt, das sieht verdammt nochmal nach einer Stichwunde aus. An enormous blow shattered her ribcage. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. So, und schwupps. Schon sind wir wieder zurück. Hier hat noch jemand Tee Tea getrunken. for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. Hey. Also jemand, der im Stall war. A used kitchen towel. Does Karotten. it look so familiar? What horrors happened here? I will need your help one more time, Doctor. Okay. Und man könnte es doch auch so machen, dass trotzdem Sherlock Holmes die Stelle markiert und dann Watson dann einfach einen Kommentar abgibt. Wäre doch auch denkbar. The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. Fußspuren. Hey. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. Ah, hier. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. This man has been dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right, but I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have Siehste? accelerated the Weißt du, decomposition. der Doktor ist voll für'n Arsch. Mr. Arneson with his prey. Ja, also wenn ich eh alles besser weiß, dann bist du einfach ein, oh, ich bin so nett. Oh, Dr. Watson darf auch ein paar Sachen machen. Für'n Arsch, Someone was ey. bleeding, but it doesn't look lethal. Der Doktor tut mir leid. Ich habe auch kein Verständnis für Holmes. Ne? Hier stand eine Kerze. Und irgendwas war hier noch. Ne? Was haben wir hier? The candle was burning when it fell. Footsteps. Someone smaller walked over these boot prints. Und zwar einer, der barfuß war. A trail of wax leads to the door. Oder, ja, hierher. Okay, hier gibt es echt viel zum Gucken. A few drops of blood, but not from a mortal wound. Stopp. Machen wir erst nachher. Mr. Arneson, letter from locksmith. I'm happy to know that you like the work carried out in your study room. Lock was handmade, mechanism requirements, a magnetic bezel.
Okay, wir brauchen einen besonderen Mechanismus. Hier kam ich rein. Okay, hier. Ach so, das war die Tür. Hallo. Und hier war das. Hier ist noch was. Size 10. Habt ihr Kartoffeln gegessen? This place sets my teeth on edge, Holmes. Ja, komm. Mach nicht so rum, ey. Das ist... Hier ist eine Glocke drauf abgebildet. Und hier ein Pferd. Door with a horse symbol. Ja, hier. Hey. Burnt note about telegram. I've intercepted a strange telegram sent to Ashmat. It is utterly cryptic. I cannot make head nor tails of it. The mailman confirmed the telegram was definitely for Ashmat. The rest of the note is unreadable. Who the fuck is Ashmat? Asgard. Wurde verbrannt. Burnt papers, now completely unreadable. Ein Bereich fehlt noch. Oh, bei manchen habe ich jetzt sogar 6 Varianten. Heiligsblechle. Oben. Wir waren noch nicht oben. Oh, hier, das ist offen. Schwertsymbol. Sehr geschmackvoll. Wen haben wir denn hier? Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Woher weißt du denn, dass das Davy ist? Arneson and Davy. Jetzt weiß ich, dass es Davy ist. Raccoon. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Orleans Star. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Gut, ja. Also das gibt Sinn. Dear Errol, letter from L. I do want you to find what you are looking for, but I can't deny that my misgivings are growing with each passing day. I'm worried about you, about what you are doing. Where you look for answers I would have given them to you. Errol, please, you must stop. Okay, also eine Art Liebhaber, für den er das vielleicht alles macht. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Das könnte die Waffe sein. Oh, so ein Wandgemälde will ich auch haben. Jetzt vielleicht nicht dieses, aber das hat was. Das Büro gefällt mir. Und das ist der Schlüsselraum. Hier gibt es echt viel Kram. Letter from Lakovka. My dear friend. The boy's a genius. What surprises me even more is that when I ask him any question, he writes answers that are your direct quotes or mine. His memory is impeccable. Lakovka.
Wer ist denn Lakowka? A Louisiana dull book about Wetlands. local geology. Even I'd struggle. Okay, also er hat Bücher über Flora und Fauna und den ganzen Kram. Könnte vielleicht was mit dem Schlossmechanismus zu Dashing tun haben. portrait of Mr. Arneson. Aber eine Szene fehlt mir noch. Wenn ich die nicht habe, bringt mir das alles nichts. Das Badezimmer. What I wouldn't give for a nice bath right now, Holmes. Hier? Nein! Also ja, ich verstehe, was du meinst. Aber what the fuck? Doch nicht in dem Haus hier. Bist du verrückt? Watson. Oh. Hier ist noch was. The bent end of this candlestick has blood on it. Ja, okay. Jetzt habe ich alles. Gut, dann schauen wir mal vorne an. Was ist denn das erste? Das erste... Okay, das erste ist hier. Warum ist das das erste? Egal, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Jemand wirft ein Beil, trifft sie. Oder... Jemand wirft das Hackeding und trifft sie. Oder... Jemand erwürgt sie. Dann ist es das da. Denn wir haben das Hackebeil ja neben ihr noch gesehen. Gut. Was haben wir hier? Hier haben wir 2 Leute chillen und trinken Tee. Oder? Nein, natürlich, wir haben 2 Leute trinken Tee, weil hier 2 Tassen sind. Also haben sie gemeinsam getrunken. Gut. Das hier ist die 4. Ich will erst die 3 machen. Das ist die 3. Und dann schauen wir doch mal. Wir haben... Wird mit dem Messer irgendwie geschlitzt. Oder? Wieder das Beil. Hier haben wir eher das Messer als Thema gehabt. Er hat gesagt, das war ein Messer. Dann hier. Jemand schleppte einen Menschen und schleift ihn raus. Oder jemand schleppt, was soll das sein? Ein Sack? Oder jemand schleppt ein Schwein. Lag draußen irgendwas? Wissen wir nicht, ne? Ich sehe aber weder einen Sack noch einen... Dann würde ich aber sagen, hier wurde ein Mensch geschleppt. Dann brauchen wir die 5. Das ist die 6. Wollen wir die 5? Ah, ist dann hier. Okay, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Okay, wir haben 6 Stück. Also jemand kam hier mit... Ah, der Mörder kam hier mit einer Lampe. Oder... Es waren mehrere Angreifer. Einer mit dem Beil... Nee, einer mit der... Wir haben jetzt bisher ein Messer und wir haben das Hackebeil. Wobei das Messer anscheinend geworfen wurde. Also das könnte dann auch trotzdem derselbe gewesen sein. Da haben wir den. Das sind quasi die Varianten.
Also es sind quasi die Varianten. Wir haben 3 Waffen. Wir haben Messer, Beil und Hackmesser. Und dann entweder mit oder ohne die Lampe. Also die Spuren gingen hier. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Lässt Lampe fallen. Das wirkt irgendwie unplausibel. Ließ fallen und ging dann... Huch. Was ist denn hier passiert? Also hier wurde einer weggeschleift. Mann, oh, Watson! Weg da. Also wer auch immer hier lag, hier wurde einer sich geholt und der wurde dann hier und hier weggeschleift. Und der kam also zuerst hier an, ließ die Kerze fallen, vielleicht aus Schreck, weil er sah, was hier passiert ist, rannte dann dahin, vielleicht um zu helfen, und wurde gemeuchelt. Das könnte sein. Jemand hat hier gerade was verbrannt. Schwierig. Aber das verstehe ich auch nicht. Also das würde ja bedeuten... Aber jemand hat hier... Oder wurde das danach verbrannt? Tatsache ist, irgendjemand kam barfuß und lief über die Dinger drüber. Das heißt, der Erste, der kam... Ich glaube, dass der hier ankam, eher erschrocken ist. Aber das erklärt, wenn das hier nämlich runtergefallen ist, erklärt das nicht, wie das hier genutzt wurde, um den zu erschlagen. Also eigentlich, gehen wir es mal andersrum durch. Das muss doch eigentlich das gewesen sein. Die Frage ist, der hier kam, war das der mit dem Messer? Beil haben wir bisher gar nicht gehabt. Wenn er ein Beil hat, bräuchte er doch überhaupt das Ding gar nicht. Wobei, das geht ja gar nicht. Weil es gibt hier keine Variante. Ah, dann ist das gar nicht der von da hinten. Denn der hier kommt mit der Kerze, ist barfuß. Und der hier kommt, ist der Killer. Und der hat dann definitiv keine Kerze, sondern das Messer. Jetzt passt's. Oh no, vielleicht sind auch ein paar von den anderen Sachen falsch. Dann könnte es auch ein Beil gewesen sein. Das jedenfalls war es nicht. Doch, das muss es gewesen sein, weil sie sich ja gewehrt hat. Sie hätte sich ja nicht wehren können. Okay, jetzt stimmt's aber. Nein, okay, aber das passt jetzt. Okay, ich glaube, das ist korrekt. Er nimmt sich das Ding.
Er erwürgt sie. Sie wehrt sich. Er nimmt das Ding und prügelt auf sie ein. Das bleibt aber dann liegen. Er geht weiter. Gehen wir mal davon aus, weil von dem Beil wissen wir gar nichts, dass er jetzt weitergeht. Und er hat das Messer schon, weil es sich um Arneson handelt. Arneson ist der Täter. Dann geht er jetzt weiter und hat aus irgendeinem Grund eine Kerze. Ich denke, der hier erschrickt. Der mit der Kerze erschrickt hier. So, weil er sieht, dass hier gerade jemand umgebracht wird. Von einem Kerl mit dem Dolch. Ja! Yes! Okay. Das war schwierig. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, 2 people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned. Was mich, glaube ich, verwirrt ist, oben die Reihenfolge dieser 6 Teile ist nicht die Reihenfolge, in der es passiert ist. Das sind einfach 6 Orte, aber deren Reihenfolge ist egal. Interessant wäre es natürlich, wenn ich deren Reihenfolge jetzt noch analysieren müsste, aber das ist, glaube ich, schwierig. Da müssten sie mir wirklich noch mehr Hinweise geben. Weil ich dachte, okay, wenn das zuerst passiert ist und dann geht es hier raus, aber gut, wir haben es, glaube ich, jetzt, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben das soweit hinbekommen. Okay, what happened to Davy? Nee. Achso, er ist wahrscheinlich derjenige, der entkommen ist. Dann das. Also er ist der Überlebende. Aber warum gerade er? Das könnte aber jetzt helfen, ihn rauszuholen. Aber wie kommen wir jetzt darauf, dass gerade er derjenige sein soll, der sich hier versteckt hat? Please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Ja, okay. Das ist noch besser. Ach so, das sind vielleicht die Punkte, die ich da links immer krieg. Weil das ist hier, du musst mir aufmachen. Hier habe ich alles angeguckt. Ah ja, doch, hier, pass mal auf. Richtig. Peculiar Form. Genau, okay. Ja, das ist aber wieder eins von den Dingern, die ich erstmal rausfinden muss. Size 10, the owner's footprints were shallow. Size 10, the heels were sinking into the ground. Look here, Doctor. 2 sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying More something boot prints. heavy. Precisely. We'll make a detective of you yet, Watson. Okay. Haben noch nicht genug Sachen angeguckt. Das sind Finger, These ne? fingers were severed with a single clean stroke, but I don't see the thumb or middle finger.
Ah, stopp. Ich bin noch nicht fertig. Bin noch lange nicht fertig hier. Footprints. Boots, size 10. Hier sind diese ganzen Handabdrücke nichts. Look, Watson, animal prints. I wonder what kind. Ah, ein Raccoon. Luxurious shoes, size 9. Okay. Und das haben wir schon gesehen. Ah, okay, das muss ich das wieder... Gut, es war ein Waschbär. Ich weiß, was es war, aber okay. Ein Waschbär ist ein Säugetier. Aus den... Ist das ein Nagetier? Bestimmt. Weight? Keine Ahnung. Habitat? Bayou. Search? No information. Forest. Okay. Resurrection range in close proximity to humans result in behavioral changes in interact. Do not prey on domestic cats or dogs, but isolated the majority of attacks as a result of rabies that can afflict raccoons. To protect your household against raccoons, you might certain strong scents, spicy smells. Ah, so wie Cayenne Pfeffer. Ah, okay. Vielleicht hätte ich das auch mal machen sollen. Ups. What the shit is this? What quick. Beg your pardon, aber was sollte das? Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Ah, okay. Abschiedsbrief oder was? Do you think that in this city the life of one English detective is worth more than that of a maidservant? Final warning, Mr. Holmes. Doctor? Watson, speak to me. How is she? Okay. We were just in time, Holmes. Eula is stable. So, Eula is in the stable. I mean, she is in a stable condition. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt. Okay, There's vielleicht no hätten doubt wir she- einfach vorher mal gucken sollen. Davy. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Genau. Please, Save let us in. from me. Your sister wants to see you. Everything will be all right. I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Ich bin der größte Detektiv der Welt. Und gleichzeitig auch der Style-Tod in Person. Davy, oh, come here, you. Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Griffel weg. Sherlock Holmes sieht inzwischen so bescheuert aus. Diese Inszenierungen sind manchmal ein bisschen arg knapp. Davy, observe. Red eyes, hasn't slept for days. I get it. Kenn ich. Healing bruise, days old, insignificant. Shallow breathing, alarmed and agitated. Ja, ach was. Pale and haggard, starving in shock. Torn pocket, old clothes, or active.
Mistreated Davy. Davy has been left malnourished and starving, barricaded in his room. Hadn't been treated well before the terrible events. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er misshandelt worden wäre. Sie wollten schon was Spezielles von ihm, aber jetzt zu behaupten, dass sie böse gegenüber ihm gewesen wären, nee, sehe ich irgendwie nicht. Aber warum fragst du ihn nicht einfach? In fact, I believe life here was good for the boy. Arneson and the others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? Yes. I think I've got it. You have been very helpful, Davy. Gut, also in dem Raum mit den Schlüsseln gibt es was. Oh, Dave. Gut, warte mal, ich brauche... So, zeig mal her. Nothing of interest. Ja, wirkte auch so. Vase. No key in the pot. Wet soil. Komisch, wo doch schon seit Tagen keiner mehr gegossen hat. No keys here. Das Bild. Let's take a closer look. Signet Rings. Signet sind ein Siegelring. Hier ist ein Knopf. Ja, Moment. Wir hatten Bilder mit Jahresdaten. 1879 oder irgendwas. Lass mal gucken. Irgendwo, wo hatten wir unten als Jäger? Wir hatten hier eins. 1882. Das auf diesem Gemälde. Mr. Arneson with his prey. 1862. Das wäre noch ein Versuch wert. Ja. Was haben wir hier denn Nettes? Receipt from Lock and Load. Double Barrel Shotgun 10 Gauge Reaper M1242. Engravings on buttstocks, engravings on grip, engravings on safety catch and extractor. Total price 79,99. Geil. These should come in handy. Ja. Take it. Hey, Geld. Uns wurde Geld weggenommen. Bedien dich doch. Er braucht's nicht mehr. Nee, das ist hier auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. Der Schlüssel ist dann wahrscheinlich für das Glockenzimmer. Ja, okay. Telegram from R. Mori R. Whatever the price paid. Obsidian, glass like stone, black. Without it, we can't work with lenses. London comes to New Orleans, must be in 5 to 6 days. You know what to do with deliveries. Okay. Da, das ist das. Das kommt mir bekannt vor. Das sieht auch cool aus. Was haben wir hier für Scribbles? Dense and disturbing notes. It's hard to follow.
Ja, kein Problem für mich. Ah, man kann das Bett verschieben. Frequent friction, bed was moved. The foreigner's clothes, by the looks of things from the Near East. Verschieben, bitte. The foreigner's clothes, by the looks of things from the Near East. Verschieben, bitte. Aha. Collection of notes with instructions. To reach your goal, follow death messages. Pass through fire without fear. After the bleeding willow, chase the crows. Avoid any crosses that appear. Okay, also eine verrätselte A Richtungsanweisung. black opal, cut and polished, easy to sell. The Ja, foreigner's ja, clothes, ja. by the looks of things from the Near East. Was haben wir hier, eine Karte? Okay. How can the painting lock be opened? Schade. Aber... Ja, er hat es. Okay, wir müssen es Stück für Stück immer machen. Sein Ring. Aber sein Ring wurde ja abgefressen. Na, also... Raccoons und Severed Finger. Ja, natürlich. A raccoon took it. Oh, hier. Hier lang. Und hier lang. Natürlich erkenne ich das, weil ich Sherlock Holmes bin. Fährtenleser. Oh, hier. Hier lang und... covered in pepper. Too much for a raccoon. Hier. Und hier. Und okay, hier. Guck mal hier. Hier. Raccoon has the ring. Arneson's signet ring, as we saw. Signet. Okay, jetzt weiß ich, wie man es spricht. Yes. Das ist gut. My dearest Lucy, my sunshine, believe me, as soon as I have dealt with the darkness that lurks in these swamps, I'll return to you completely and forever yours, Errol. Aha! Well, isn't that interesting? Lucy. Hello again, Lucy. Die alte Nuss wusste Bescheid. Northwood Agency, Mr. Arneson, as soon as the instructions arrive, we start to investigation. Rest assured. Location in the Bayou. In a safe, locked cabinet. E. Spears Northwood Agency. Also er ist in die Bayous gefahren, was sehr, sehr cool ist. Mr. Arneson has a collection of notes detailing his investigation of Ashmat. That damned servant! How dare he use my name to sell opals at the bank?
Was he like that all the time and I overlooked it? Ah, okay, also Davy kennt das Telegramm. Sehr gut. Was haben wir hier? My princess, my love, my heart. Fitting words. Oh, und er hat auch einen schönen Tropfen Champagne. Ja, jetzt fällt mir auch plötzlich ein, welchen Drink Champagne hat haben wollen. Gut, aber damit können wir doch jetzt eigentlich das Wesentlichste lösen. How to learn the content. Und zwar, indem wir das hier. Ha. Und das ist der letzte Rest an Infos, die ich brauche, um zu wissen, wohin in den Bayous wir müssen. Davy. We know that Ashmat is responsible for what happened here. We must Ashmat. catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive. Und er hat, ja, natürlich, Can you tell us the contents of that message? kann er sich ja auch alles merken, zufälligerweise. Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Bitte sehr. A cryptic message directed to Ashmat. It says, when the storm starts, where the ships fall, at Stevenson's guiding light, the last embrace of all the chosen. Gut, aber damit können wir das jetzt lösen. Wo ist er? Wir haben Cryptic Message. Und das hier. Nein? Nicht? Nicht? Securing your findings. Okay, eins von denen muss es doch sein. Okay, gut, ja. Was taken to the Bayou. Okay. Davy is calm and collected despite enduring all these horrors. An impressive young man. Angels, sirs. All y'all lacking is a pair of wings. Okay. Aber now what? Das heißt, wir sollten doch jetzt eigentlich wahrscheinlich zurückgehen und mit Lucy reden, oder? Das scheint mir sinnvoll zu sein. Denn die weiß ja Bescheid. Oder nicht? Das heißt, wir gehen jetzt schön zurück in die Hauptstadt. Oder in die Innenstadt. Und müssen mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Ja, ich glaube. New Orleans Port, and quickly. Okay, das war ein sehr, sehr cooles Kapitel. Also das Kapitel ist noch nicht ganz vorbei. Aber es war sehr cool. Hat jetzt recht lang gedauert, mit viel rumgucken und so. Aber so stelle ich mir das vor. Ja, so kleines Gebiet, viel zu tun, manchmal ein bisschen
unklar, was ich tun soll. Liegt aber auch an mir, dass ich es einfach nicht gecheckt habe, was ich tun soll. Aber sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich nochmal, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.